wir hatten ein Konzert mit Jock Lanz, der Improvisator, mit 2 Schallplatten und 2 Uraufführungen von Klana Januta und Hanan Atakic. Wie fandet ihr das Konzept? Für mich war vor allem eigentlich diese Interventionen mit Joke waren spannend irgendwie. Weil wir haben uns, also ich mit ihm vor allem für 2 Übergänge, glaube ich, direkt vor dem Konzert irgendwie unterhalten, dass wir dann Kontakt aufnehmen und er hat uns erklärt, wo er dann hin will mit der Improvisation. Zum Beispiel direkt vor Hanans Stück, was ja so ein bisschen groovlastiger war. Meinte er dann, okay, dann fällt er so ein Sprachsample ein, was dann so einen Groove aufbaut, eventuell sogar im besten Fall direkt in unserem Tempo. Dann nehmen wir Kontakt auf und dann kann ich das Stück starten. Und das habe ich eigentlich gar nicht unbedingt erwartet, dass so Interventionen dann tatsächlich eng verknüpft sein können in unseren Stücken. Das hat für mich ziemlich gut funktioniert. Niklas, du hattest ja dann die Idee, meine Joke zu unserem Konzert einzuladen. Und aber die Vorstellung, wo du damals mal so hattest, ist dann so dieses Konzept, so ein abwechselndes Programm zu spielen hat, ist so funktioniert, wie es dir so vorgestellt hast? Ja, also wir haben ja 2018 schon mal Daktilde eingeladen und da war es noch wesentlich konzeptueller. Das ist ein Elektronik-Trio, die alle bei Johannes Schöller studiert haben und dazwischen haben wir immer die Serigraphies von Johannes Schöller gespielt, sehr ruhige Stücke, die auch vorübersehen und dazwischen kam eben immer die Musik von diesem Elektronik-Trio. Und ich fand das super und es hat gut funktioniert und in dem Fall hat mich das dann interessiert, das mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir auch unterschiedliche Dinge spielen. Und man sozusagen einen Turntablist als freien Improvisator hat, den ich irgendwie gut kenne aus Clubs in Berlin und wir eben sozusagen einfach ein Konzertprogramm spielen. Und dazu fand ich wichtig, weil es bei unserer Konzertreihe ja auch darum geht, dem Kölner Publikum immer was Neues zu präsentieren, also auch Leute, Komponisten und Komponistinnen von woanders her, dass die auch mal mitkriegen, was so in der Clubszene los ist. Und gleichzeitig hat er natürlich eine schöne Verbindung, dass er das jetzt nicht irgendwie ein Club-Artist, der Techno macht, sondern wirklich experimentelle Turntables. Und das konnte ich mir einfach gut vorstellen und das hat, glaube ich, super funktioniert. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.